No, ex-military. Works in Indiana. He's getting on the line? Exactly. He's on the ground now, actually. I should really, get back to it. Of course. Go ahead. Oh, okay. Send me a note later. Thanks. Hello, Nathan? Sorry to keep you waiting. My editor. Where were we? Hey, you were asking about the guy, the one that went back there, the guy that. Ah, that's right. And did you know him well? No, not really. He worked maintenance on our trucks. He was employed by IDAP. No, nothing like that. I mean, he just helped us out a few times, off the book stuff. Guy was a local mechanic, family business type thing, you know. I see. I remember he had a place on the edge of town, not far from our setup. We'd chat from time to time. He's a nice guy, friendly. Ja, und damit hallo und Mahlzeit und willkommen zurück zu ArmA 3. Es gab ein neues DLC und zwar das Laws of War DLC. Kostet, lass mich raten, glaube 8,99 €, 9,99 € im Steam Workshop und ich dachte mir, ich habe zwar noch nie großartig ArmA-Kampagne gespielt, aber wir spielen mal die Kampagne. Ja. Wahrscheinlich müssen wir dahin zur Kirche begeben, ja. Nach Südwesten. Ja, wir gehen einfach mal gucken, And was... do you know where he was going that day? To the church. He was going to church. No, don't get me wrong. I mean, that place had been abandoned for almost a year, but he was looking for his brother. At the church? Yeah, there'd been reports of, pretty brutal firefight up there. He'd heard his brother might have been caught up in it. Sure, but... And I'm not quite clear on this. Was his brother still alive? Honestly, I don't know. I don't think he knew either. Seems like he was on his way to find out. So, his brother, he was in the army? Yes and no. It's complicated. You gotta remember it was pretty chaotic back then. Of course. Okay, let's back up a bit. Sure. What complicated the situation? Just the history of it all. His brother had been a recruit in the Altus Armed Forces, boot camp, basic training, you know. Well, this is back when NATO was still keeping the peace. But after U.S. forces pulled out, apparently he deserted. Do you know why? No, just... I know they argued a lot about it. Was he upset that his brother had deserted? Oh, no, he was no fan of the government. I mean, by that time, very few people were. What, then? I think he was just... I don't know. Sick of all the violence. Didn't want to see his brother get caught up in all that. In what? More bloodshed. Ja, zwischendurch werden wir vom You said bloodshed? You mean with the guerrillas? Laber unterbrochen und wir hören weiter zu. Our resident non-state actors. His brother had become dead set on joining the cause. I see. And that brings us to the church. The firefight? Yeah. U.S. forces were invading. The guerrillas were finally on the front foot. You can imagine the mess. I've seen the pictures. Right. It was more than just that, though. All those competing factions, people just disappear in that kind of chaos. Ja, wir werden immer von Gesprächen unterbrochen, aber was ja nicht schlimm ist, die kommen immer nur so überraschend. Ja, was ist ArmA 3 Laws of War? ArmA 3 Laws of War ist über eine nicht offizielle humanitäre Eingreiftruppe oder Hilfstruppe, die sich IDAP nennt, also IDAP. Und ja, ich weiß nur, dass man in der Story scheinbar ihn hier spielt und dann ab und zu mal in den Erzählungen zurückgeht zu den Jungs, über die es hier gerade ging. Und das größte Problem ist, nein, das ist die Kirche. Ich war schon Ewigkeiten nicht mehr, ich habe schon Ewigkeiten kein ArmA mehr gespielt und muss erst mal gucken, wie die ja, Bedienung ist von ArmA, ne? Habe schon lange nicht mehr gespielt. Und muss ich jetzt gucken, ob sich ArmA mit dem Aufnahmeprogramm übrigens beißt oder nicht. Aber bis jetzt sieht es einigermaßen gut aus.
Wie kann man denn immer gehen? Weiß das einer? Wie man geht bei ArmA? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall vor, mal die Kampagne zu spielen. Und hoffe, euch wird es nicht so langweilig, wenn ihr das schon selbst gespielt habt. Und wie gesagt, verzeiht mir Fehler, ich habe schon Ewigkeiten kein ArmA mehr gespielt. Wobei ich mal überlegen, ob ich die ArmA-Kampagne nochmal neu anfange. Aber ist alleine doch schwierig. Ah, Unknown Soldier. Unbekannte Soldaten. Ja, so ist es im Kriegsgebiet. So, hier sind wir am Friedhof. The Church ist auch hier, ne? Die Kirche. Ja, es hat ja geklappt. Mühsam. Humanitäre Einsätze, da steht's. ArmA 3, Laws of War. Ja, wir spielen, glaube ich, einen Minenentschärfer oder so, unter anderem. Ja, müssen wir mal gucken. In der Beschreibung steht eine kurze Kampagne, aber ist ja relativ, ne? Ich habe die beiden Schluck getrunken, tut mir leid. So, jetzt sind geladen. Obwohl, ich habe mal wieder richtig Bock auf ArmA, wenn ich ehrlich bin. Ich habe früher mal online gezockt mit ein paar Leuten, die ich da kennengelernt. Da haben wir uns dann auch über Teamspeak unterhalten und so dabei. Das war voll cool. Nur manche nehmen das halt zu ernst und machen da zu militärische Sachen raus, aber ich spiele eigentlich Computer, um Spaß zu haben, nicht um beim Militär zu sein. Ah, wir kriegen einen Anruf. Na, guck. Hello, Kate speaking. Hey, sorry about that. Call must have dropped. The network out here is garbage. No problem. It's understandable. Are you still driving? Yeah, we're not at the town yet. Hold on a sec. Andy, we almost there. We're, a little ways out. Oh, and we need to make one quick stop, too. Thanks, bud. So, where'd we get cut off? You were telling me about the church. The landmine? The accident. Right, yeah. Well, of course, a civilian casualty like that, particularly, you know, at a church, I guess it kind of refocused our attention here. Had IDAP been particularly active in the area? Yeah. I mean, our project had a handful of camps spread across the country. But yeah, I was in the town itself for a few months. It's all different now, though. How so? Well, for one thing, IDAP used to be based right in the heart of Wario Castro. Of course, this was all pre-war. I remember, at that time, the local military maintained a checkpoint on the outskirts of town. That was understandable. I mean, the whole area was a kind of Wild West. Big mashup of civilian and guerrilla infrastructure. Disaster waiting to happen, really. I don't know. It's strange to see our camp based there now. Hey, sorry about the holdup. We're on the way now. All right, thanks, Andy. So, what's your role there today? Now, in general, the provision of aid. There was a lot of damage. IDAP fills the gap. Drinking water, basic medicine, post-war cleanup, in other words. And on the ground, how does that translate to your work? It's a mixed bag, like today. Part demining, part unexploded ordnance disposal. I see. Ja, so ganz verstehe ich den Rückblick hier noch nicht, aber... Heads up, Mac. Almost there. Got it. I'm sorry about that. We're arriving now. Give me a sec. Wir werden schon irgendwann noch durchblicken hier. Die EOD-Ausrüstung, Hold on also just a sec, Kate. I need to get set up. Take your time. vom Kampf mit Räumen die Ausrüstung. Ich weiß gar nicht, wie ich das sage. Ist mit F oder mit Q?
So, was haben wir? You got everything? Detector working? You remember how to switch it on, right? In Ihrem Inventar haben wir versteckte Minen. Ü oder Plus. Und die voraussichtliche Position der Minen und bereit identifizierten Minen anzusehen. Nähern Sie sich einer Mine mit großer Vorsicht, visieren Sie sie an und identifizieren Sie mit T. Abhängig vom eingestellten Schäfer werden bekannte Minen markiert. Drücken Sie Ja. Ü, ja. Wo muss ich hin hier, Digga? Ach, dahinter soll ich suchen wahrscheinlich, ne? Ja, ich blicke noch nicht so ganz durch, wie was ist. Aber naja. Das Gebiet sollen wir scheinbar durchsuchen. Wir scheinen hier zu sein und wollen wahrscheinlich nach da. Und ich muss wahrscheinlich vorrennen, um Minen zu suchen. Hier auf der Straße. Hey, sorry, I forgot to mention, the demining toolkit, totally forgot to pack it up this morning. That's no big deal. We're just locating the mines for now. Just keep me posted. Are you free to talk, Nathan? Sure. For now, I'm just sweeping the road for mines, getting a lay of the land, you know. The detector lets us see what we're dealing with here. I can work and chat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man... geht. Ach hier, Mensch. Question. What happens when you do find a landmine? Ordinarily, we disarm it, but today, small oversight, we haven't got all our gear right now. Oh, it's on the way, I hope. Yeah, it's all good. Wieso kann ich die jetzt nicht anzeigen? Jetzt kann sie anzeigen. Da vorne war noch eine. Ich würde sagen, wir gehen auch mal die Straße hier hoch, ne? Da hinten sieht auch noch so aus wie eine, aber die wird noch nicht angezeigt. Hier vorne liegt eine, die sehe ich schon. Oder zwei. So, since the war's now over, has your own role changed at all? Yeah, I guess so. Now I'm almost entirely focused on EOD and UXO. And that's something you did in the military too? Yeah, that's the thing about mines. War or not, win, lose, they don't go away. Ja, das stimmt. Liegen noch viel zu viele Minen aus sämtlichen Kriegen in der Gegend rum, wo vor allem immer mehr zivile Opfer, auch Kinder und Jugendliche und vor allem Unschuldige. Wie war denn nochmal gehen? Optionen. Steuerung. Sprinten, Shift links. Langsam vorwärts. Ach du Scheiße, ist gar nicht mehr. Ach, habe ich gar nicht. Habe ich jetzt gar How many nicht. minefields are you facing on Altis? That we know of, 22. 23 including whatever's here. Plus you've got Stratus, another 4 over there, I think. I see. And can you estimate, roughly, how long it would take to remove them all? A lot of variables, but cleanup operation of this size, if it's only IDAP, we're talking years. Da kann Konstruktionen ein ausgewendet werden oder ein konzentriert werden. Die entsprechenden Waffen sind der oberen Toolbar zu finden. Ja, das ist schön. Ja, wir gehen mal, aber langsam gehen muss doch hier. Was war denn nochmal langsam gehen? Do you ever get nervous? Yeah, but not when I'm working. It hits you after.
or before? Da sieht aus wie eine Mine. Ah, die wird mit dem Detektor nicht angezeigt. Jetzt wird sie angezeigt, jetzt kann ich sie auch markieren. Da oben sind noch welche. Ich habe den unter Teer gekriegt. Oder soll es hier kein Teer sein? Der Straßenbelag. Ach, wer weiß das schon. Ja, im Moment sind wir ein bisschen ruhig, weil wir hier ab und zu noch zuhören müssen. Und uns etwas konzentrieren müssen, dass uns nicht so eine Mine um die Ohren fliegt, ne? Aber schon mal gut, dass wir rennen. Oh Mann, ich weiß echt gar nicht mehr, wie die Tastenbelegung war. Aber was ich weiß, ist, dass es einen Gehen-Button Andy, I'm gab. at the barricade. Cool. And the road? Yeah, it's what we thought. Dozen or so APs, nothing the old Bobcat can't handle. Spiel wird gespeichert. Gut, das haben wir schon mal geschafft hier. Also ganz tätigkeitslos waren wir noch nicht. Bis dahin nochmal kommen oder was? Wahrscheinlich kommt irgendein Maschinengerät und räumt hier die Straße frei. Aufgaben. What do you hope to achieve in the town? What's your end goal? You know, poke around, get rid of all the bad stuff, ERW, explosive remnants of war. In Oreo Castro, that'll be landmines and some leftover ordnance. Hier im Müll liegen auch noch welche rum. An Uxo ist ein nicht explodierter oder so oder nicht detonierte Granate oder Rakete. Wir sollen hier in und um der Ortschaft, der wir uns gerade befinden, Minen ausfindig machen, dass die nachher geräumt werden können. Ich würde sagen, wir gehen über die Straße, oder? Was ist eigentlich die Standardtaste für gehen? Das nervt gerade ein bisschen, ne? Dass ich nicht gehen kann. Ja, schwimmen kann ich auch. Lehnen kann ich. Salutieren. Salutieren ist wichtig. Aha. Steuerung links plus C war es erstmal. Lassen wir uns erstmal drin. Und gucken, ob wir noch ein paar von den Dingern finden, ne? Ja, es ist gerade ein bisschen langweilig nicht, aber für euch zum Zuschauen wahrscheinlich etwas langweiliger. Bis wohin müssen wir denn? Oh, wir sind ja gleich da. In Oreo Castro. Da kann man Oreos kaufen. Wahrscheinlich genau ein Uxo hier. Ach, da liegt er. Ja, auch ein Uxo. Ich gehe einfach mal die Hauptstraße lang. Weil das richtig ist, kein Peil. Keinen Peil.
Ja, das Problem... Die hier sehe ich jetzt nicht. Auch wenn der Detektor es vielleicht zeigt. Das klappt schon mal nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann gehen wir doch einmal hier hinten rum. Super. Falsch hinten rum. Ach ja, hat schon nicht leicht hier unser Nathan, oder was ich wie auch mal der heißen mag. So, hier durchs Tor können wir schon mal nicht gehen, wenn da die Mine liegt. How well do you remember the town? You mean before it was destroyed? Vividly. Manche Orte in Orikasso können dabei helfen, sich an die Ereignisse vor 15 Monaten zu erinnern. Sie können sie durch einen Schimmereffekt erkennen und auslösen, indem sie Leertaste gedrückt halten. Sobald sie sich in Erinnerung finden, können sie in der Gegenwart zurückkehren, indem sie weggehen oder Leertaste drücken. Ich sehe kein schimmerndes... Ich sehe nichts Schimmerndes. Aber das sollte es erstmal gewesen sein für diesen Teil. Ich hau direkt den nächsten hinterher, nehme ich direkt auf. Und dann habe ich bald auch schon wieder Spätschicht. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Gebt euren Senf dazu. Und was ich vielleicht noch mal wieder bringen könnte, was ihr euch mal wieder wünscht. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf die Wiese gehen. Ciao, ciao.